Also Träume darf man nicht aufschieben. Da braucht man auch gar nicht diskutieren drüber, man weiß nie, was kommt. Ich bin Silvi und ich besitze einen 1977er Mercedes Arnold RM40. Das heißt, mein Auto ist mittlerweile 49 Jahre alt. Wir sind jetzt hier in meinem Wohnmobil, der Matilda. Wurde recht selten gebaut und hat so ihre guten Launen, die Matilda. Ja, im Grunde genommen ist das, hast du sicher schon gesehen, das sind ganz einfache Sperrholzplatten vom Baumarkt. Und da gibt es eine gewisse Shabby-Technik, wie ich die Möbel bearbeiten kann, dass die so in diesem, man nennt das Grunge-Style aussehen. Die sehen so ein bisschen dreidimensional schabloniert aus, sie sehen ein bisschen ranzig, ein bisschen alt und used aus. Und das ist genau der Effekt, den ich damit erreichen will. Zum Beispiel auch der Kühlschrank ist ein glatter, schwarzer Kühlschrank gewesen. Damit der diesen Look bekommt, wird es ganz oft mit Farbe bemalt, dann wird es wieder abgewaschen, dann kommt eine neue Lage Farbe drauf. Und Struktur bekomme ich über Schablonen mit einer Gipsmasse. Und am Schluss wird das alles so an den Stellen, die im echten Leben so dreckig aussehen. Da kommt ein Antikwachs drauf und das macht dann diese Ablagerungen von Schmutz oder Fingerkuppen, macht es dann nach. Das macht diesen Look. Ja, es ist aufwendig. Also es ist nicht getan mit einmal streichen. Das denkt man oft. Das muss immer wieder durchtrocknen und dann wird es wieder eine neue Schicht und dann wird die wieder abgewaschen und wieder durchgetrocknet. Das sind keine echten Ziegel, das sind nur, man nennt das Riemchen. Und die sind vor allen Dingen drauf wegen dem Ofen, dass sie feuerfest sind. Also ich mag einfach Feuer. Das Feuer ist für mich ein Element, das ist einfach wichtig. Ich habe im Haus gerne ein Kaminfeuer an, weil ich es gern gemütlich mag und im Auto sowieso. Und dieser Ofen, der ist eigentlich gar nicht mal so aufwendig. Das ist ein ganz kleiner Zeltofen und den habe ich eingebaut, damit ich diese Feuchtigkeit in der Matilda nicht habe. Sprich, wenn ich über Nacht irgendwo in kalter Gegend bin, ich habe zwar eine Dieselstandheizung noch da, ich habe auch in the worst case einen Bodyheater da, aber der Ofen ist das, was ich am meisten anhabe. Und damit man so einen Ofen überhaupt bauen kann, muss man halt einen Durchlass haben. Ich wollte aber das Dach nicht aufmachen und hatte da das Glück, dass hier ein altes Badefenster drin war. Und ich habe das Badefenster rausgenommen und einen Einsatz gebaut, den ich direkt auf die Dichtungen des Badfensters gelegt habe und da dieses Ablassrohr für den Rauch reingemacht. Also eine ganz einfache Geschichte. Auch noch einfach, weil ich es einfach wieder rausnehmen kann, wenn ich mal in heiße Gegenden fahre und ihn nicht brauche und kann den Ofen dann gerade wieder rausmontieren. Ist auch nicht fest verbaut, ist nur mit Flügelmuttern da drauf geschraubt. Das heißt, ich kann den jederzeit wieder abmontieren. Schon krass, wie sie ausgeschaut hat. Da haben wir das alles, so war das, ne? Und dann haben wir das halt aufgebaut. Bis aufs Blech runter. Ja, ja, den Boden haben wir neu gemacht. Also da war alles offen. Wir haben dann neu isoliert. Und da war, siehst du den Boden, da war kein Blech drunter, da in dem Vorraum, da wo man sitzt. Da war nichts, das wurde dann draufgeschweißt. Ich sage ja, das war ein Projekt, das war eine Müllhalde. Das ist Matilda. Wie sie lebt, du. In der Mette habe ich eine Trockentrenntoilette. Die versteckt sich hier drunter. Die kann ich natürlich noch rausholen, wenn du das möchtest. Das ist auch ganz einfach gemacht. Ich ziehe das einfach raus. Und hier ist meine Trockentrenntoilette, die ich natürlich auch bemalt habe. Sprich, das ist jetzt nicht gerade so die Sperrholzversion. Aber das ist eine tolle Geschichte, diese Trockentrenntoilette. Ta ta ta.
Es gibt diese eine Frage, die immer wieder auftaucht. Wie frei bin ich eigentlich in der Art, wie ich leben will? Frei zu entscheiden, wo ich bin, wie viel Raum ich brauche, wie nah ich an der Natur sein möchte und ob mein Alltag wirklich zu mir passt. Genau darum geht es in unseren Büchern. Anders als gewohnt zeigt Porträts von Menschen, die sich für andere Wege entschieden haben. Für Tiny Houses, Jurten, Gemeinschaften, Hausboote. Nicht als Ideal, sondern als gelebte Realität. Und wenn Freiheit für dich vor allem Bewegung bedeutet, unterwegs sein, arbeiten von überall, dann gibt es auch unser Vanlife-Buch mit vielen persönlichen Geschichten von Menschen, die sich für ein Leben im Van entschieden haben und erzählen, wie sie dorthin gekommen sind. 2 Bücher, unterschiedliche Wege, aber dieselbe Idee. Sich nicht in fertige Konstrukte pressen zu lassen, sondern den eigenen Maßstab zu finden. Die Links findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, heute wollte ich eigentlich an einen schönen Ort fahren und ich steige ein, habe sie angemacht und will den Gang reinmachen und die Kupplung drückt ganz durch. Da ist kein Druck mehr drauf, wahrscheinlich Luft im System. Ich konnte keinen Gang einlegen. Das heißt, sie steht jetzt immer noch da, wo sie den ganzen Tag stand. Sie hat immer ein anderes Wehwehchen. Madame hat mal was am Anlasser. Die ganze Schottlandfahrt musste ich mit einem Hämmerchen tätigen, weil der Magnetschalter vom Anlasser gehangen hat. Da musste man immer zum Starten einmal mit dem Hammer draufhauen. Dann ist sie angesprungen. War halt auch immer so eine unsichere Geschichte. Jetzt in Spanien wurden die Hydraulikschläuche erneuert, weil da die Kupplung auch schon ein bisschen irgendeinen Fehler hatte. Was war denn in der Bretagne? Ach nein, in England, in Cornwall. In Cornwall hat sie erst einen Reifenplatzer gehabt und dadurch wurde sie aufgebockt in der Werkstatt. Dann ist der Bump des Fahrgestells runtergefallen, sprich wir haben unser Fahrgestell verloren. Das wurde dann ganz rausgemacht. Aber wir hatten jetzt auf jeder Reise immer irgendetwas. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das dieses Jahr dann wird. Viel bleibt ja nicht mehr übrig. Wir haben dann ja alles neu. Also so ein altes Auto zu besitzen, das war mir anfangs gar nicht bewusst, was es bedeutet. Aber mein Mechaniker, den ich jetzt ja brauche mit so einer alten Kiste, der hat das ganz gut bezeichnet als, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Das heißt, immer wenn wir irgendwo was renovieren, was schön machen, was neu machen, kommt im Gegenzug natürlich wieder was anderes zum Vorschein, was man reparieren muss. Und das bringt so ein gewisses Leben dieses Autos mit sich. Es geht, man freut sich, man liebt es, es geht was kaputt und man nimmt es ihm tatsächlich übel und es ist immer so ein Auf und Ab. Und natürlich ist da, also zumindest bei mir, eine emotionale Verbundenheit mittlerweile dabei, dass man dieses Auto auch ein bisschen personalisiert und da dann richtig beleidigt ist, wenn das Auto mal nicht fährt. Also es ist ein stetiges Auf und Ab. Man hat viel Freude damit, man liebt es, man lernt wunderschöne Gegenden, ganz tolle Menschen kennen, wenn man damit unterwegs ist. Es ist ewig ein Türöffner. Überall, wo man hinkommt, sind die Leute dann begeistert und fragen einen und man kommt sofort in Kontakt mit anderen Leuten. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, man darf an Plätzen stehen, wo es eigentlich nicht so gerne gesehen ist, aber wenn man so ein Auto hat, irgendwie sind die Herzen der Menschen dann gleich offener. Und das ist das Schöne daran. Aber man muss halt wissen, es ist stetig auch eine Baustelle. Man muss immer irgendwas machen dran, um es zu pflegen, zu renovieren, im Grunde genommen gesund zu erhalten. Lilly ist ein kleiner Spatz, der ist in meinem Stall, ich habe ja einen Reitstall, mir in meinem Mistboy gelegen. Sprich, es war ein sehr heißer Tag, bei 40 Grad, ist sie aus dem Nest gefallen oder aus dem Nest geflüchtet. Und dann habe ich versucht, sie irgendwo unten hinzusetzen, dass die Mutter kommt und füttert sie. Aber sie war noch zu klein, es war ja noch kein Ästling. Sprich, nach einer Stunde habe ich sie dann reingenommen und die war sehr ausgetrocknet. Und ich dachte eigentlich nicht, dass sie es packt. Aber dann gefüttert und am nächsten Tag hat sie noch gelebt. Und am übernächsten auch noch und immer noch. Das ist jetzt fast ein Jahr her und leider hat sie sich so auf den Menschen geprägt, dass sie eigentlich jetzt gar nicht mehr wegfliegt. Sprich, wenn wir draußen sind, sitzt sie zwar mal auf einem Ast oder fliegt auch mal weg, aber sie kommt immer wieder zurück. Irgendwie ist es mir nicht gelungen, diesen Vogel fachmännisch auszuwildern. Ich habe schon viele Vögel aufgezogen und auch gerade Spatzen, die werden nicht zahm oder die bleiben nicht, die sind abgehauen. Ja, Lilly nicht. Lilly kam immer irgendwie zurück oder ging gar nicht weg. Wie oft haben wir die ausgesetzt, haben die rausgesetzt? Ja, zack, kam sie wieder zurück. Und was machst du, wenn ein Vogel im Winter nicht
bereit ist auszufliegen, du musst den halt behalten. Du hast ihn ja nicht großgezogen, damit du ihn dann im Winter erfrieren lässt. Das geht ja nicht. Also bleibt sie im Haus. Und Käfig kam für mich nicht in Frage, überhaupt nicht. Ich hasse Käfigtiere. Und dann darf sie halt hier einfach wohnen. Da muss man halt immer mit dem Putzlappen ein bisschen hinterher. Aber letztendlich hat sie jetzt fast ein Jahr hier drin gelebt. Sie geht auch mit raus. Sie fliegt auch mal weg, aber sie kommt immer wieder. Ich habe gehofft oder hoffe immer noch, dass sie vielleicht da draußen irgendwo mal Gesellschaft findet. Aber es ist tatsächlich so, dass die Vögel sie dann wegjagen. Mal sehen, was noch passiert. Vielleicht findet sie doch jemand. Das wäre schön, würde mich freuen. Das Haus ist ein altes Bahnwärterhaus und direkt hier bei uns ist die Bahn nebendran. Und der Schrankenwärter hatte früher die Aufgabe, die Leute, die von dieser Seite zur anderen wollten, die Schranke zu öffnen, damit die Bahn überqueren können. Und damit er seinen Job da ein paar Mal am Tag machen kann, hat die Bahn die kleinen Bahnwärterhäuschen zur Verfügung gestellt. Die findet man entlang der Hauptverkehrsstrecke Hamburg-Basel immer wieder und überall. Leider sind jetzt gerade im Moment viele abgerissen worden für neue Projekte, neue Bahnprojekte und so. Aber die wurden an die Bediensteten der Bahn dann verkauft und ich konnte das erwerben. Das war 1993, so lange bin ich schon da und habe das halt dann nach und nach mir zurechtgebastelt. Ja, es war eigentlich ein Haufen Schrott, genau. Also es war die Bausubstanz nicht unbedingt toll, aber man konnte sie erhalten. Ich sag mal so, jemand, der die finanzielle Möglichkeit gehabt hätte, hätte es sicher abgerissen und sich komplett neu aufgebaut, hatte ich aber nicht. Das heißt, ich musste nach und nach alles irgendwie erneuern oder ersetzen und das habe ich halt mit Altmaterialien gemacht. Das habe ich mir zusammengesammelt und habe das dann so nach und nach da eingebaut, dass das wieder ein nettes Häuschen geworden ist. Ja, ich glaube, damals hat es niemand verstanden, warum ich dieses Haus gekauft habe. Aber ich habe es immer gesehen, wie es fertig sein kann. Das war so die Fähigkeit, die ich einfach hatte. Und ich habe stetig daran gearbeitet, dass es diesen Zustand, wie ich es in Gedanken sehe, erreicht. Das heißt, ich habe mit allen Mitteln, die ich kriegen konnte, dieses Haus renoviert. Ich habe aus alten Häusern Fenster ausgebaut, Türen ausgebaut, Stuckelemente rausgemacht, alte Balken gelagert, Türgriffe und solche Dinge, die man einfach günstig bekommen hat. Ich habe bei Altstoffhändlern gefragt, ob es irgendwas günstig war, wie die Steine für die Küche und habe mir dann das irgendwie eingebaut. Es ist nicht perfekt für jemanden, der dieses glatte, rechtwinklige mag, aber für mich war es immer perfekt, weil es so einfach widerspiegelt, dass das Herzblut da drin hängt. Und das war das einzig Machbare, was ich damals konnte. Ich habe in meiner Jugend- oder Ausbildungszeit einmal auch Bauzeichner gelernt in einem Architekturbüro. Da habe ich gelernt, Pläne herzustellen, die Normvorschriften einzuhalten und so. Aber ich fand das wirklich, wirklich ganz schrecklich langweilig, den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Das ist absolut nicht meins gewesen. Habe dann nach 2 Jahren die zweite Lehre gemacht in einer Zimmerei. Und da wurden hauptsächlich Dachausbauten gemacht, sprich Schreinerarbeiten. Und das war das, was mir gefallen hat. Von daher kenne ich natürlich auch die Entwürfe umzusetzen in die Praxis, die Maschinen zu bedienen, an der Kreissäge zu arbeiten. Ich war auf einem Treppenbaukurs und all solche Dinge innerhalb dieser Lehrzeit. Das heißt, ich hatte da ein bisschen ein Fundament, damit ich überhaupt mir auch vorstellen konnte, welche Baustoffe da reingehören und wie kann ich die da reinsetzen. Also das ist jetzt schon ein bisschen auch von der Lehre hergekommen. Ich kann euch gerne durchs Haus führen. Ihr dürft mir folgen. Ja, also der Garten, das muss ich auch dazu sagen, wurde komplett neu angelegt, weil das hier eigentlich ein Schrottplatz war. Der Vorbesitzer hat hier alles Mögliche an alten Autos gebunkert, mit alten Autoteilen. Hier war alles voll mit Fässern und Zeug und das wurde dann geräumt und da musste man ganz von vorne anfangen. Im Garten war auch mal eine, wie nennt man das, so eine Grube, wo man die Autos kann drauf fahren. Das war nämlich in dem Bereich, wo jetzt der Rosengang ist. Da ist unten drunter eine Autogrube. Die haben wir dann zugemacht, gereinigt und zugemacht, weil wir das ja auch nicht mehr brauchen. Ne? So, dann tritt man hier ein. Das ist der Vorraum und dieser Vorraum wurde schon komplett
Da war eigentlich ein alter Vorraum schon da, aber der war sehr baufällig. Dann hat man die Grundbalken behalten und hat dann dazwischen aufgemauert. Und diese Teile, das Fenster und auch die Haustür, das stammt alles aus einem alten Abrisshaus. Das wurde in Efringkirchen, im Kernort, wurde das abgerissen und wurde entsorgt. Und ich habe gefragt und durfte die Materialien mir holen. Fand ich sehr toll. Und dann wurde das da eingebaut. So kam ich relativ günstig an diesen Vorraum. Ja. Und das ist der alte Kern des Hauses. Das sieht man auch an den Balken. Wurde natürlich innen hier die Wand rausgenommen, dass das alles größer erscheint. Die Treppe war schon alles so drin. Was ich wieder aus dem Abrisshaus noch rausgenommen habe, sind die Stuckelemente. Und die habe ich hier einfach eingebaut. Das sind so diese kleinen Sachen, die mir persönlich am meisten Spaß gemacht haben, dieses Haus so ein bisschen auf alt zu trimmen, obwohl wir es eigentlich neu aufgebaut hatten, aber mit alten Materialien. So, dass halt das ein bisschen gemütlich und heimelig. Und das ist auch noch das einzige alte Fenster, das habe ich auch bewusst drin gelassen. Das ist jetzt kein richtiges Schallschutz- oder Thermofenster, sondern eins wollte ich behalten, wie es früher war. Und das ist dieses Küchenfenster hier. Und die Küche, die ist selbst gemauert. Das sind Steine vom Kasseler Marktplatz. Die habe ich eigenhändig gereinigt, um dann festzustellen im Baumarkt, dass es die ganz sauber, schon ganz einfach zu kaufen gab. Nicht die ganze Mühe umsonst gemacht. Aber deshalb erzähle ich das immer gerne, dass man das weiß. Das sind alte Steine, die wirklich neu wieder gemacht wurden auch oder verwendet wurden. Ja, da kommt Lilli wieder. Das ist ein Anlehngewächshaus, das ist auch nur dran gelehnt, eigentlich auch nicht isoliert und auch nicht großartig gebaut, sondern es ist einfach ein kleines Gewächshäuschen, wo im Winter dann die Olivenbäume und die Mandarinenbäume, die draußen stehen, dann überwintern. Die Zeiten, wo ich noch Tomaten und Gurken und sowas gezogen habe, die sind vorbei. Also die hatte ich mal tatsächlich, dann kamen meine Hühner, ich hatte auch mal Hühner und hatte auch mal Ziegen. Und dann wurde das gerade, wie ich es eingepflanzt habe, wieder rausgerissen. Also lassen wir das mit dem Gemüsegarten. Also das ist nicht so meins, nicht mehr. Die Öfen sind tatsächlich 2 reine Gussöfen, aber die sind nicht alt. Die sind neu, die gibt es von einer Firma zu kaufen, aber die machen wirklich gute, schwere Öfen. Und es ist wie in der Mathilda, ich brauche einfach ein Feuer, um mich im Winter wohlzufühlen. Ein Feuer ist für mich essentiell wichtig, damit ich es heimelig finde. Und diese Öfen haben große Fenster und machen auch sehr viel warm. Der hintere hat sogar 11 kW, der heizt den ganzen Raum. Und der hier zusammen mit dem Holzherd macht hier Esszimmer und Küche halt schön warm. Ne? Abgecycelt ist die ganze, oder recycelt ist die ganze Grundstruktur. Neu sind eigentlich nicht mal die Möbel, weil das sind auch alte. Neu sind die Böden, die jetzt nach einem Wasserschaden kamen. Ich mache Auftragsarbeit und ich mache auch Workshops, wenn die Leute mich anschreiben. Ich habe das mal viel gemacht, aber die Leute wollten dann immer nur anstreichen. Das ist mir zu wenig. Wenn, dann möchte ich gerne so Einzelstücke anfertigen. Anstreichen kann jeder, brauchen die Leute mich nicht dafür. Aber so dieses, wie ein Möbelstück sich entwickelt, von einer einfarbigen Holzstruktur in so was Buntes, in diesem Shabby-Style, der ganze Aufwand und so, das ist ein Prozess. Und was tatsächlich an den Workshops immer auch ganz toll ist, die Leute kennenzulernen. Das sind so viele nette, meistens Frauen hier gewesen und wir haben zusammen gewerkelt, wir haben zusammen gemalt, wir haben Kaffee getrunken, wir haben gemeinsam gekocht. Das war immer ein wirkliches Event. Das war nicht nur das Möbelstück, sondern das war das Zusammensein mit den Frauen. Es war richtig toll. Ja. Vielleicht mache ich das mal wieder. Dann gehen wir zum Stall. Wir haben einen Offenstall, einen Aktivstall, einen Laufstall. Und das hier ist eigentlich nur der Bereich, wo die Pferde reingehen und liegen. Das ist die Liegefläche. Und das sind 4 Ställe, wo die Pferde dann rein und raus können, wie sie wollen. Wo sie trinken, wo sie fressen, wo sie schlafen.
wo sie einfach nur draußen sind. Ja. Meine Pferde sind mittlerweile alle sehr alt. Ich habe tatsächlich mein altes Pferd noch, mein erstes Pferd, das ist mittlerweile 38 Jahre alt. Meine Norweger Stute, die ist immer noch, sie sieht dementsprechend aus, aber sie ist noch munter und gleich frech wie früher. Aber ich habe mittlerweile auch noch Pferde eingestallt, sprich die Leute bringen die Pferde hierher und ich versorge die oder fütter die oder sie machen das in Eigenleistung als Selbstversorger und ich stelle die Infrastruktur zur Verfügung. Und davon haben wir jetzt 3 Ställe vermietet und der andere Stall, der übrige, da sind meine Gnadenbrotpferde drin. Die alten Turnierpferde und die alten Krankenpferde, die halt einfach noch sein dürfen. Die lasse ich jetzt auch gerade raus, weil gleich Weidezeit beginnt dann und da muss man sie langsam anweiden, dass sie sich dran gewöhnen. Die warten da auch schon. Also da sind auch noch Pensionspferde dabei, aber meine eigenen sind hier drin. Das ist Crocodile Dundee. Und das ist Neppers Colbar Jack. Ich lasse die gerade auf die Weide, weil die können hier fressen, laufen, wie sie wollen. Es ist Anweidezeit. Das heißt, ich darf die noch nicht den ganzen Tag auf die Weide lassen, sondern jetzt erst mal 1 Stunde, 2 Stunden. Das Gras sind sie jetzt den ganzen Winter nicht gewöhnt gewesen und da hat es dann auch viel mehr Nährstoffe drin und da reagieren die Pferde ganz empfindlich. Man muss es langsam angehen. Fructangehalt im Gras ist viel höher als im Heu und das müssen sie sich langsam angewöhnen, auch von der Darmbeschaffenheit. Die neuen Vitamine, Bakterien, die da reinkommen, müssen sie auf jeden Fall sich dran gewöhnen. Es gibt da schon Koliken oder Hufrehe wegen zu viel, was sie da abbekommen. Von Jugend auf hatte ich irgendwie so den Traum, mal was mit Pferden zu machen. Also das ist so, wie das viele Mädchen haben. Du liest ein Buch und denkst, ach, das hätte ich gerne auch mal. Bei mir war es tatsächlich ja auch ein Buch, das habe ich gelesen, dachte ich immer, ach, so möchte ich auch mal leben. Und dann geht es während der Ausbildung irgendwie verloren, aber es bleibt dann doch irgendwo im Unterbewusstsein hängen und so war das. Ich wollte dann immer ein Pferd besitzen. Das war so der Grundgedanke. Ich wollte aber kein Pferd besitzen, welches in einer Box, in einem Reitstall steht, sondern der Traum war immer vom Pferd am eigenen Haus. Also war das so der Lebenstraum, den ich versucht habe, mir zu erfüllen. Leider ist es halt so gewesen, dass ich damals nach der Trennung von meinem Mann alleinerziehend mit den Kindern war. Aber der Traum ist trotzdem irgendwo noch geblieben und ich habe immer mal geguckt, wie kannst du das machen. Die Smilla ist aus dem Gnadenschutz, die habe ich aus schlechter Haltung erworben mit 19 anderen Pferden und ich habe gesagt, wenn die übrig bleiben, die ich nicht vermitteln kann, die behalte ich. Und die Smilla ist tatsächlich übergeblieben und die ist jetzt schon seit 8 Jahren bei uns. Mittlerweile sind es, glaube ich, schon 9. Ja. Ja, Smilli. Was ist Ihre Geschichte? Es ist eine ehemalige Zuchtstute, die wurde einfach irgendwo abgestellt mit der ganzen Herde. Wir hatten katastrophale Bedingungen. Das Pferd ist auch sehr krank gewesen. Im ersten Jahr haben wir die eigentlich nur mit Schmerzmitteln und mit Antibiotika durchgebracht. Wir kriegen auch nicht wirklich Substanz an sie ran, aber sie ist munter, sie frisst und sie hat jetzt Gefährten. Also von daher geht es ihr jetzt ganz gut. Braucht immer ein bisschen extra Pflege. Hat ein paar Krankheiten, die sie einfach mitgebracht hat. Aber das kann man nicht ändern. Solange es ihr gut geht, ist das in Ordnung. Ich lasse dich gerade auch mal raus, Zicklein. Komm, dann kannst du auch noch ein bisschen Gras fressen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass niemand möchte so enden, wie es halt die meisten tatsächlich tun in so einem Pflegeheim oder Altersheim, wo man da alleine sitzt. Also ich würde mir irgendwie wünschen, eine Gemeinschaft zu finden, in der jeder schon seinen Rückzugsort hat, eigenständig wursteln kann, seine Ruhe hat, aber doch die Gemeinschaft von anderen nutzen kann in Veranstaltungen oder Gemeinschaftsräumen oder gemeinsam kochen.
Also so irgendwie alternativ etwas, so eine kleine Tiny House Stadt könnte ich mir vorstellen, wo es halt ein Haus gibt, wo man sich trifft. Ansonsten hat jeder sein eigenes und Pflegestellen sind vor Ort. Irgendwie in dieser Richtung irgendwas. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich mir viel Gedanken drüber mache, weil das ja die Zukunft ist. Ich meine, jeder weiß es, wir sind die geburtenstarken Jahrgänge. Und von uns gibt es ganz viele und wir werden alle nicht besser. Also muss es da auch irgendeine Lösung geben für uns. Ne? Das muss ich mir auch immer wieder bewusst machen, in so Kleinigkeiten immer optimistisch bleiben. Immer jeden Tag dran denken, auch wenn es irgendwas Blödes war. Es gab auch ganz viel Gutes. Und das Leben ist einfach schön. Es ist bunt, es ist vielfältig. Man muss es nur alles ausnutzen. Man darf sich selber keine Grenzen auferlegen. Kann ich nicht, geht nicht, soll nicht oder später oder irgendwann nicht machen. Einfach optimistisch bleiben, alles wird gut. Worst Case kann immer nur das sein, dass man genau an dem Punkt landet, wo man schon ist. Das heißt, alles, was ich ausprobiere, kann eine Bereicherung werden. Sonst.